Hallöchen, herzlich willkommen im Ström. Zu doof zum Gendern. Ja, ach, naja. Ja, passt schon. Ich hoffe, ihr fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Ja. Hallo, hallo Lilith. Ja. Ui. Käffchen oder nicht Käffchen? Ich weiß es nicht. Das ist auch angekatscht. Schlimm. Hallo, hallo Ajani. Was? Hup, hup, hup. Ja, hup, hup. Richtig. Korrekt. Wie ist es so? Irgendwie habe ich Durst. Ich muss so viel trinken, dann muss ich gleich wieder pinkeln. Es ist so, wie es ist. Das ist richtig. Ja, richtig. Hallo, Paul. Richtig, richtig. Was will man machen, oder? Ich bin unschuldig. Ich kann auch nichts dafür. Ja. Et kütt, wie es kütt. Aber kütt ist gut, ist die Frage. Ja. Weiß ich nicht. Wir lassen uns einfach überraschen, oder? Was soll man machen? Ja. Hallo Luke. Hallöchen. Namen. Ich habe gestern experimentiert. Leider bin ich jetzt nicht wirklich... habe ich nicht wirklich weitergemacht damit. Wenn ich so drüber nachdenke, ich verrat's nicht. Oh, das habt ihr jetzt. Ja, ich habe ganz, ganz tolle Experimente gemacht. Huiuiui, ganz spannend, aber ich verrate nicht, was ist. Nee, ich habe mich gerade umentschieden. Ich zeig's euch einfach demnächst. Ja. Also wenn das so klappt. Mal gucken. So, das ist der Teaser vorbei. Ja, genau. Irgendwas mit Mentos. Irgendwas mit Mentos und Light Coke. Zeig schon. Nee, gibt noch nichts zu zeigen. Muss ich erstmal fertig machen. Ach ja. Hätte ich mich fast verplappert. Huiuiuiui. Ach Gott, ey. Tja. Irgendwie bin ich energiebefreit. Energiebefreit weiß ich nicht mehr, aber lustlos. Tja. Ganz heimlich, ey. Uff. Ganz secret, ey. Elan-Empfang, ja. Muss ich mir einfach das Kabel von der Satellitenschüssel in den Arsch stecken für mehr Elan-Empfang. Lukes Pinguin, was? Was soll das? Darf er das? Prost, ja. Genau, vielleicht sollte ich für mehr Elan einfach mehr saufen, oder? Ja, Wodka hilft nicht mehr. Es muss irgendwas Härteres ran. Genau. Tja, ich habe überlegt, mindestens 2 Minuten lang habe ich überlegt, was wir heute machen würden. Ich würde gern ein Spiel ausprobieren, das ich auch schon etwas länger rumliegen habe.
was mir mal empfohlen wurde. Oh, was war empfohlen? Richard hat mich drauf gestoßen. Hab ich mir irgendwann mal geholt. Weiß gar nicht, ob es damals irgendwie vergünstigt, wahrscheinlich. The Forgotten City. Wollte ich mir mal anschauen. Ich trinke nur Benzin. Ja, aber danke. Die. 20 Jahre alter Schinken. Nein, das ist ein Spiel von 21. Zeitreise und Römer. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Irgendwas mit Römern auf jeden Fall. Genau. Richtig. Und das Schlimme ist, da gibt es 40 Errungenschaften. 40 Errungenschaften. Ob wir das schaffen, das ist viel zu viel. Weiß man gar nicht. Na, mal gucken. Ich gucke hier nur gerade so ein bisschen durch. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Es ist ausgezeichnet bewertet übrigens. Kann ich hier nochmal gucken. Es ist 97% haben das als positiv bewertet. 97%, das ist schon ziemlich heftig. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Nicht die Ratte fressen. Na, mal gucken. Na, wir sind hier ja nicht in Dings da hier. Das Spiel mit den Ratten. Das Buggy-Spiel mit den Ratten. Wie hieß es nochmal? Ihr wisst schon. Das Buggy-Spiel. Plague und so weiter. Genau, richtig, ja. A Plague Tale. A Rat's Tale. Ja. Ja, Ajani weiß das natürlich. Als Katze weiß man sowas, wie das Spiel mit den Ratten heißt. Ja. Genau. Ach ja. Gut, ja, können wir jedenfalls mal probieren. Ja. Mal schauen, was passiert. Also. The Forgotten City, oder? So. Vergesslichkeit Deluxe Edition. So, tja, da mal gucken. Genau, es gibt ja Löwensenf. Warum gibt es keinen Tigersenf? Ja, auch merkwürdig, oder? Ist sehr diskriminierend, finde ich. Sehr diskriminierend. Also sollte man eigentlich mal... Ich möchte mal wissen, wie viele Briefe die am Tag einfach kriegen. Wie von Löwensenf. Warum es keinen Tigersenf gibt. Ja. Der brennt mehr. Der brennt mehr. Na gut. Na gut. So hat jeder so seins. Von mir aus. In 3 Wochen gibt's kein mehr. Echt? Sind Nudeln wieder rar oder was? Echt? Ist mir noch nicht so aufgefallen. Gut, ich kaufe jetzt auch nicht so häufig Nudeln, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Aber, cool. Ich denke, das Gas ist alle und nicht die Nudeln.
Naja, hat vielleicht alles miteinander zu tun. Angst, Furcht, Unsicherheit, überhaupt. Seufzt. Ja. Warum ist alles so kacke irgendwie? Weiß ich nicht. So, Musik zu Ende. Halt! Sehr unprofessionell wieder. Da fing schon das nächste Lied wieder an. Spielen, oder? So. Huch, da habe ich das Intro weggeklickt. Naja, was heißt Intro? Es war nur ein Logo. Nur ein Logo. So. Ja, das Geld wird auch immer weniger wert. Dadurch steigt natürlich auch irgendwo der Betrag, der am Ende und drunter steht. Tja. Gut. Tag. Ja. Das hier finde ich lustig. Das ist was für euch. Das ist eine Info, also eigentlich für mich, aber doch irgendwie für euch. Liebe Content Creator, wie ihr sehen werdet, steckt dieses Spiel voller Intrigen und überraschender Wendungen. Warne deine Zuschauer, das seid ihr, bitte vor Spoilern, bevor du Inhalte von jenseits des weißen Ganges mit ihnen teilst. Damit interessierte Spieler die Erfahrung selbst genießen können, wenn sie das möchten. Freundlichen Grüßen das Team von Modern Storyteller. Also, ihr seid gewarnt. Jenseits des weißen Ganges gibt es Spoiler zu diesem Spiel. Was erstaunlich ist, wenn wir dieses Spiel spielen. Oh. Es knistert hier so. Ich hoffe, es ist nur irgendwie ein Feuer und kein Knacksen. Ja, wenn man dieses Spiel spielt, könnte man erfahren, wie dieses Spiel so ist. Ah. Ja. Und das mit dem 1 Euro gleich $1, das habe ich auch gesehen. Ja, auch erstaunlich. Tja. Tja. Ja, genau. Wenn ihr wollt, lasst euch hier einfach überraschen. Aber das geht nur einmal scheinbar. Ja. Gut, ja, cool. Finde ich jedenfalls lustig. Dass ich fühle mich angesprochen. Ja. Gut. Einstellungen habe ich soweit gemacht. Beziehungsweise ich musste eigentlich nicht viel ändern. Hier ist alles auf episch gestellt automatisch. Ich hoffe, das ist okay. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal ein neues Spiel. Wir schauen mal, was passiert. Viel Spaß. Neue Nachricht von den Entwicklern. Achso, dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus 3 Personen über 4 Jahre hinweg entwickelt. Oha. Rätselabenteuer, das auf verschiedene Weisen enden kann. Man sich überlegte Gespräche und Erkundungen aus. Nicht jede rohe Gewalt. Oha. Gegenwart. Ah, ja. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Körpertyp auswählen. Aha. Charaktererstellung. Oha. Männlich. Weiblich. Männlich. Männlich. Gut, machen wir mal so. Hautfarbton. Bleicher Informatiker, oder? Ah, vielleicht so, weiß ich nicht, so ein bisschen so. Blasser als blass. Sagen wir bleicher Informatiker im Sommer. Namen. Ochikus, weiß ich nicht. Ochikus. Ochilia. Ochilia ist wieder da. Ochilius? Ja, warum eigentlich nicht? Steckt Ochili drin, ist sehr gut. Entscheidung speichern und fortfahren.
Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Was? Ich weiß was? Ich erinnere mich, dass ich vorhin Maultaschen gegessen habe. Gerade eben so. Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer Geheimmission. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Ich erinnere mich an kaum etwas. Ja. Ach so, da sind Sachen. Was ist das hier? Archäologe. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Soldat. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. Was? Auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht. Du bist 25% schneller beim Sprinten. Oder amnesisch, das passt zu mir. Ein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Ah, okay. Das klingt tatsächlich nicht so schlecht. Archäologe. Ja. Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Das klingt allerdings auch interessant. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich nehme mal das. Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Das ist egal. Chat weiter runter. Ich glaube, ich mache den Chat mal auf die linke Seite. Habe ich eben schon überlegt. Weil unten ist eventuell dann auch noch Text. Weiß ich nicht. Mal gucken. Mache ich mich auch dahin? Gucken wir mal. Storytelling. Wir nehmen mal den Archäologen, ja? Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. Erzähl. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. Ah. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. Ohne Kaffee. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Pretty please. Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Kann ich alles fragen? Ich hoffe, oder? Also, was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Naja, willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Okay, sehr verschlossen. Ja. Würde ihn wirklich gern wissen, besonders wenn ich dir helfen soll. Ja, warum möchtest du ihn nicht sagen? All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Wow, Karen. Sehr, sehr geheimnisvoll. Okay. Ja, vielen Dank fürs Leben retten und so Shit. Warum wolltest du mir deinen Namen nicht verraten? Weil diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Warum willst du nicht verraten? If you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? Huh. Wer ist dieser Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. Ah. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Hier werden einfach irgendwie alle Leute angespült. Hä? Was ist denn da los? Hallo, Kavi. Hallo, hallo, hallo. Wo zum Flöt sind wir hier eigentlich? You really don't remember? Nee. We're in Italy. Ah. This river is the Tiber. Ah. Der Tiger ist es. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts.
Al? Den Al können wir da finden. Hast du versucht, Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Die ist komisch irgendwie. Wer ist das, der die hier irgendwie Leute am laufenden Band offenbar aus dem Fluss zieht? Naja, gut. Das war erstmal alles. Great. So you're ready to go look for Al? Ha. Ich gehe wegen der kostbaren Artefakte hinein. Aber ich halte Ausschau nach ihm. Ich verzichte. Was passiert, wenn ich sage, ich verzichte? Wenn wir einfach in den Fluss geworfen, so. In Ordnung, ich bin dabei. Wir sind mal nett. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Was zieht die aus dem Arsch? Ah, eine Taschenlampe. Okay. Solide, batteriebetriebene Taschenlampe. Ich habe schon weggeklickt. Stand da noch irgendwas Wichtiges, was ich hätte wissen sollen über die Taschenlampe? Dass sie irgendwie nach 5 Minuten alle ist oder so? Herr Ruckel. Wow. So ein bisschen am Nachladen. Rechtsklick irgendwas. Aha, also ist Zoom auf jeden Fall. Okay. Was? Quest-Verfolgungstipp. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Aha. Ah ja. Okay. Ich wurde von einer jungen Frau namens Karen aus einem Fluss gezogen. Im Gegenzug für die Rettung meines Lebens will sie, dass ich einen Mann namens Al finde, der in einigen alten Ruinen verschwunden ist. Tritt die Ruinen. Links steht nicht so viel, steht aktiv, abgeschlossen. Haben wir noch nichts abgeschlossen. Quid pro quo. Quid pro quo. Das ist unser Hauptziel momentan. Okay, Inventar. Ein Denar. Plural Denare, eine antike römische Silbermünze. Ah ja, hier. Uns angucken. Das frage ich mich auch, Garai. Die muss doch irgendeine Verbindung zu ihm haben. Ich meine, die zieht irgendeinen Al aus dem Fluss, der sagt zufälligerweise, die soll hier bitte schön auf ihn unendlich lange warten, bis er zurückkehrt. Und das ist irgendwie ganz komisch. Hallo, Garai. Hallo. Gut, Taschenlampe. Taschenlampe ziehen, Gegenstand. Achso, also Rechtsklick, ziehen. Gegenstand untersuchen. Gut. Ich muss die Maus unbedingt schneller machen. Das kann ich aber vielleicht auch hier per Taste. Achso, mit Mausrad nach oben. Okay. Gut. Bisschen ungewöhnlich, aber okay. Kann man machen. Es dauert auch irgendwie eine Sekunde, bis er gezogen hat. Gut, Ruinen. Ja, da, ja. Da sind die also. Erinnert mich vom Stil gerade ein bisschen an Taylors. Ja, die Kamera links oben ist aber auch ein bisschen doof, oder? Soll ich die Kamera vielleicht rechts lassen? Wir gucken mal. So. Fancy, schmancy Wasserfälle. Zum Sprinten gedrückt halten. Oh ja. Hui. Das ist ja auch ungewöhnlich. Wenn ich sprinte, dann wird mein Blickfeld kleiner, statt größer, wie sonst. Oder wie üblich. Auch interessant. Na gut. Ah ja. Können wir gucken. Habe ich das richtig verstanden? Das Spiel ist von 3 Leuten gemacht. Na, mal schauen. Aha. Ein Häuschen.
Sieht erstaunlich intakt aus irgendwie. Gar nicht so ruinig. Els Notiz. Oh, guck mal hier. Kann man sogar so lesen, theoretisch. Ich mach If mal so. you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city." Was? Upsi? Tretet voran, ihr werdet beurteilt. Ja. Dann habe ich L unterbrochen. Step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Na dann. A warning. Oh, both. Alworth. Gut, Al. Dann gucken wir mal. Voll gülden, ey. Aha. Boah, Schatten. Springen kann ich auch. Aha. Okay. In der Luft kann ich nicht wirklich steuern. Ne, wenn ich einmal springe, dann springe ich. Alright. Aha. Kann ich einfach durchgehen? Ah. Bitte was? Ferien, ja. Ich bin noch skeptisch. Ja. Warte mal, so nicht. Hui! Hui! Hashtag Nudelarme. Aha. Cool. Benutze F5 zum Schnellspeichern und F9 zum Schnellladen. Ui, das probieren wir direkt mal aus. Zack. Cool. F5 speichern, F9 laden. Können wir uns das irgendwie merken? Wahrscheinlich nicht. So. Warum bist du hier? Keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung auf Latein? Keinen blassen Schimmer auf Latein. Wow. Moin, moin, moin. Guckt aber ein bisschen verängstigt. Lorem ipsum pipapo. Genau. Also was passiert, wenn ich da runterspringe? Inspizieren. Das konnte ich jetzt aber nicht wirklich bei jeder Statue machen, oder? Nee. Ich dachte schon. Einfach so die ganzen 50 Statuen da. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Auch eine große Höhle hier einfach, ne? Ist gar kein Himmel da. Seid ihr hier, ja. Das werden wir oft brauchen. Oh. Was ist denn da passiert? Folge Els Spur. Ah, so. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss Al sein. Aber wie ist das möglich?
Aha. Was haben wir hier? Was? Eine beschriebene Steintafel. Aha. Whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Okay. Wollen wir uns einfach dazu hängen? Fertig. Eieieiei. Ja, immer diese Laktose. Alea Laktose esst. Ja. Da gibt's aber auch laktosefrei, habe ich gehört. Eine junge Römerin in Panik. Könnt ihr mich hören? Ja, ich fürchte schon. Okay. Was heißt das? Die Toten sagen Hallo oder so. Jeder packt hier irgendwie seine fünf Worte Latein aus, die er kann, weißt du? Oder sie. Ich kann kein Wort, eigentlich kein Wort Latein. Hatte ich nie. So nah, ja. Ah, scheiße. Aha. Tritt durch den Übergang, ja. Huch. Oh. Guck mal, ich kann wackeln. Oh, cool. Kann voll umkippen. Ein Römer, der auf den Knien liegt. Naja, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Ja. Einfach kaputt gemacht. Ich kann mich auch hinknien. So. Ja, könnte aber helfen hier. Vielleicht, weiß ich nicht. Sind wir hier... Hier kamen wir her, oder? Ich bin mir eben unsicher. Na dann, gucken wir mal. Ah, haben wir das wirklich? Ah. Ui. Ui. Okay. Uff. Was? Relief. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Ja, toll. Toll. Ein römisches Relief, das ein großes kreisförmiges Portal und zwei Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Alrighty. Was sind das für Öbste? Altertümliche Äpfel. So, ach, herrlich. Ja, herrlich. Granatäpfel, aha. Granaten, können wir mitnehmen. Hoch? Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Was? Ich bin Ochilius. Ich habe mich verlaufen.
Ich bin auch vieles und ich komme aus der Zukunft. Augenblick, ihr sprecht ihr Englisch? Rosa Pina Schrein? Sprecht ihr Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Also, was hat das mit diesem Schrein auf sich? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that Ich hab shrine? das wieder getan, ja. Nun ja, also, ich glaube, wir sollten besser nicht sagen, das mit der Zukunft. Das wäre irgendwie komisch, oder? Ah, der Gott der Schreiner. Ah, ich verstehe. Rainer, der Gott der Schreiner. Ich habe mich verlaufen. Oh, is that right? Aha. Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Hat er mich durchschaut? By our law here, and we'll all get along just fine. Ja, hat er mich durchschaut. Ich bin komplett lost, ey. Was? Pfui. Eure Gesetze? Not laws, law. There's just one, the golden rule. Aha. And the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Klar. Gehen wir dahin. Gut, ja, die Kleidung, das ist eine gute Frage, ey. Geht voran. Denke ich, werde mein eigenes Video. Ja, wir folgen mal, oder? Wir spielen mal nach deren Rule. Ah. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Ah ja. Ah ja, ach, das geht ja total automatisch. Cool. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Oh. Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Ich mag die. Ja, Aurelia, können wir mal kurz reden? Sieht beschäftigt aus. Ja, nee, Wahnsinn. Also auf jeden Fall. Richtig hart am Arbeiten hier. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. Was? And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy.
Greetings, citizen. Hi. Seratius. Aha. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. I don't think so. Hallo Shai. Worum geht es? I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Heutige Wahl, ha? Okay. Das totale Integral. Ja. Ach ja. Tja. Naja, dann wie gesagt, spielen wir mal nach deren Regeln. Follow me. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. Erzähl. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. Okay. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Das klingt ja ganz komisch. Soweit sehr cool gemacht. Hi, was? Whatever are you wearing? Ja, ich suche mir noch was Neues. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Naja, also erzähl doch mal. Erstmal hallo. Hier, was ist deine Geschichte? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Bezaubernd. Pfuh. Ich überlege gerade ein bisschen. Ich komme gerade nicht in die Option. Ich wollte die Musik ein bisschen leiser machen. Müssen wir gleich machen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Vielleicht gibt das eine Quest. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Schielt uns schon so ein bisschen an, aber gut. Ja. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Ging mit jemandem aus? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Ist es möglich, dass Ihr Liebhaber daran beteiligt ist? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Alter, boah, wie die mich anguckt. Alter, die Lippen. Würde dich fressen. Sentia, Scintilla, warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. Aha, ja. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla.
Ich finde den Mund irgendwie noch schlimmer. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. Ja. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Oder? Ich glaube, ihr wisst etwas, das ihr mir nicht sagt. Wir das können? Nein, nur eine Beobachtung. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Nun gut, also das war's So erstmal. you'll help me find her? Ja. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Okay, optional, so. Was? Dadurch wird die Quest priorisiert und nur die Zielmarkierungen werden angezeigt. Nee, dann erstmal später, oder? Thanks. I'd appreciate it. Gut. Ich wollte hier ja nur die Quest abgreifen. Wir wissen ja noch gar nichts. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Ja, kennen wir noch nicht so richtig, aber gut. You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? His or her watch. Ich wäre es das Beste, wenn ihr die Götter nicht beleidigt. Nur für den Fall. Just in case. Wir halten uns mal zurück. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Das war leichtsinnig. Nun, jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht bricht, ja. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. I suppose we will. Können wir über Sentilla sprechen? Of course. What have you discovered? Ja, vielleicht noch nicht so viel, aber ich hatte mir erhofft, dass etwas anderes mit euch zu besprechen. Ach so. Oh, I see. Gut, gut, wir haben noch nichts rausgefunden. Werde jetzt gehen. Alright, another time. Gut. Also eigentlich sollen wir da irgendwie folgen, ne? Deswegen gehe ich irgendwo anders hin. Okay. Wir können ja mal Folgendes versuchen. Das ist echt cool. Was passiert, wenn ich E drücke? Ne, wir haben keinen Anführer mehr. Noch genug Zeit zum Umsehen, wahrscheinlich. Hier sind wir reingekommen, oder? Ach, guck mal, es sind ja kleine Räume hier. Ich schätze mal, hier wird auch der Raum von der Dings da, Sentilla sein. Aber ich glaube, wir sollten hier hoch, oder? Oh, die Treppe ist schief. Genau, follow, like, dislike. Aha. Ich glaube, das ist der Oberkasper, oder? Ich gehe mal in ihre Räumlichkeiten. Ich gucke mich ein bisschen um. Nachricht von Sentilla. Ach, was? Von Sentilla an Sentius. Möge Jupiter Optimus Prime, Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt. Und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Sentia als Schwester habe. Die Wahlen nächsten Monat scheinen euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Ah ja, bedankt sich bei Sentius dafür, dass er sie adoptiert hat. Ah ja.
Ah, ja, ist cool, oder? Naja, gut. Pompeji, Mal gucken, was uns noch so erwartet. Nächste Seite. Gibt keine nächste Seite. Gut. Ach, da ist hier ja eine schöne Aussicht. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen neblig, ein bisschen diesig. Aber ansonsten... Gut. Ich glaube ja, so ein antikes Rom zur Hochzeit von so einem Rom, das wäre schon spannend, sich sowas mal anzugucken, ey. Ich glaube, das, ja, da gab's vielleicht auch schlimmere Orte und Zeiten damals. Aber so diese Hochkulturen von damals, das wäre schon spannend. Ja, wahrscheinlich würde man nicht lang leben, aber trotzdem. Ave. Ave, selber Ave. We're finally alone. Ach, die Musik wollte ich noch. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich habe gerade so ein bisschen Eastshade-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber die Stimmen sind auch sehr cool gemacht. Wahrscheinlich wegen diesen Dialogen hier. Ich bin Ochelius. A curious name. Ja. To match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little Vielleicht. community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Die Stimme ist voll cool. This wondrous place. Die ist wunderschön. Indeed. Yeah. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? In den 5 Minuten, in denen wir hier sind, wurde schon über Gott gelästert, dass die Wände wackeln. Aber... Ah. Ganz komisch, oder? Ganz komisch. 7 Monate gerade mal. Alle hier irgendwie gestrandet. Nun gut. Ich halte mich mal weiter bedeckt. Well, I'm not sure I believe that. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Ja, sehr cool. Kann ich hier speichern eigentlich? Nee, hier kann ich nicht schnell speichern machen. Okay. Also, ich hoffe, dass mit der Kamera geht, oder? Ich lese das ja sowieso in der Regel vor.
Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Das leuchtet mir ein, oder ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch. Und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Können ja auch mal, wir müssen ja nicht immer Ja und Amen sagen, oder? Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Ich hätte es nicht sagen sollen, mir gefiel der letzte Halbsatz nicht. Ich hätte es deswegen nicht sagen sollen. Aber gut, okay, wir haben es halt hier mein Fehler, oder? Glauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Gute Frage. Sieht sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? Ja. Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Folgt ihr Christen nicht? Wendet ihr nicht Kollektivbestrafung an? Ja. Blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung. Ja, machen wir mal. On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. So. Ja, wo ich herkomme, gilt das als verabscheuenswürdig. Ich probiere das mal. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Gut. Proserpina hat euch geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Der weiß Bescheid. Oha.
habt recht, ich komme von 2000 Jahre in der Zukunft. Das fände ich jetzt sehr interessant, das zu sagen. Ich mach das mal. Ich meine, wenn er sowieso schon Bescheid weiß. Offenbar. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ihr werdet alle in Goldstatuen verwandelt worden. Ich habe nichts gesehen. Ich behalte das mal für mich. Lie all you want, but I see the truth in your eyes. Interessant, interessant. Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ich werde mein Bestes geben, ich kann nichts versprechen. Naja, wir versuchen mal... Wir versuchen ihm mal wohl zu gefallen. Well, I suppose that's all I can ask for. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Klingt nicht unplausibel. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wer ist denn sonst noch zur Wahl aufgestellt? Was ist die Alternative? Aber gut, andere Frage. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. In Ordnung. Wobei, weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Glaubt ihr, ich könnte etwas mit Sentinels... Das könnte etwas mit Sentinels Verschwinden zu tun haben. Kommt schon, sagt mir, was ihr wirklich denkt. Ich frage mal nach dem Verschwinden. So you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Ist das so? Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Ich weiß nicht, ob es geil ist, jetzt hier beschuldigen, aber wir fragen mal. Me? Why would you suspect me? I just told you, I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Ich frage ja nur. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Sagt mir, was ihr wirklich denkt. Well, all right.
There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Das klingt ein bisschen egoistisch. Ja, von wegen Egoismus. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. If I understand Prosperina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. Erzähl. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ah ja, okay. Klar, warum nicht? Denke schon. Ja, Ave Daedra. Hallo. Das war alles erstmal. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Der hat das Portal geschaffen, uns hergeholt. Ja. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it will win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Puh. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. Ah. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Puh, gut. Dadurch werden die neue Quest priorisiert. Wir legen die erstmal auf den Stapel. Okay. Jetzt will ich aber wirklich mal kurz in die Einstellung Audio. So, Musik ist schön und so, aber nicht so. Effekte, vielleicht auch noch ein bisschen. Umgebung, Stimmen dafür so, wie sie sind. Nutzeroberfläche muss wirklich nicht so laut sein, glaube ich. Ja, mal gucken. So. Gut. Ah, wirklich Taylors. So, ich wollte gerade sagen, erstmal speichern, zack. Haben wir einfach gespeichert, so. Tab, genau, Quest-Protokoll. Sehr gut. Ich bin tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück, meine ursprüngliche Zeitlinie finden, irgendwie. Stadt lebt in Angst vor einem mysteriösen Gesetz, das die goldene Regel genannt wird. Und was ist das hier? Hauptziele, Hinweise, aha. Ventila, die jüngste Tochter des Magistrats, ist unter mysteriösen Umständen verschwunden. Aber wie kann jemand in einer Stadt ohne Ausgänge und ohne Verbrechen verschwinden? Ich aktiviere das einfach mal. Können wir hier vielleicht das Zimmer mal angucken oder so. Genau, und das hier, das ist Apollon-Schrein. Machen wir die. So. Gut. Ah, ja, das... Wie bitte? Was? Was ist los? Kollege, alles gut? Bisschen gesoffen, oder? Bisschen lange Nacht gehabt. And now. Ja, vielleicht können wir ja noch Sachen fragen. I'm a legionary of the First Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. Huh? I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving.
I also keep a register of new arrivals. Ah ja. Okay. Ja, du erzähl mir mehr. I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Ach, jemand, der hier über den Fluss angespült wurde. Interessant, oder? Ha. Okay, nee, tut mir leid. Don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Ja. Was könnt ihr mir über den Magistrat He's erzählen? one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Okay. Ich sehe, wie man hier I rauskommt. went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Puh, kann ich das Bürgerverzeichnis sehen? Tja, also als Teil unserer Aufgabe vielleicht. I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Okay, cool. Zack. Aha, Aurelia, Bürgerin. Verzeichnis mit allen Personen in der Stadt alphabetisch geordnet. Claudia, Patrizierin. Decius, Bürger. Okay. Ah, cool. So eine Rolle. Nice. Okay, Hannibal, Horatius. Kabasch. Lese muss. Ach so. Okay. Ganz nett. Weil ich nicht weiß, wie ich da scroll, aber gut. Vielleicht MEHR, oder? Mal gucken. Of course. Och, ich finde die ganz okayisch zu lesen. Oh, schauen wir mal. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men. The idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Seid also für die goldene Regel? Da wo ich herkomme, würde man das Kollektivbeschaffen nennen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Das bei etwas anderes reden. Wir fragen mal, ob er dafür What's ist. done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the golden rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote,
True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Okay, Weiß nicht, ob wir dem Nächsten hier irgendwie auf den Schlips treten sollen. If you like. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Ja, vielleicht erfahren wir so, was die Alternativen sind. Not that it's any of your business. But my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Okay, kann ich helfen? Tja, inwiefern? Ist ich irgendwie schwach? Ne. Sehr schade. Kann ich helfen? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. In einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Ist das so? Na gut. Können wir über Scintilla sprechen? What business is that of yours? Ich suche noch hier. A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Ott. Ich kann sowas. Kappa. Der Chat ist auch mit dabei. Manchmal hilft ein frischer Blick. Es klingt, als würdet ihr nicht wollen, dass ich nachher suche. I suppose that's true. Cool. Ist euch etwas Verdächtiges aufgefallen, bevor sie verschwand? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Ja, jetzt können wir hier Bewohner befragen. Okay. Ja, detektivieren, genau. Die Augen aufhalten. Alles, was ich übersehe, sehen. Weiß, was ihr angetan habt? Nein, was? Um Gottes Willen. Lasst uns etwas ausreden. Ich werde jetzt gehen. Alright. Please keep an eye out for anything that might lead us to Scintilla. Gut. Ich finde es soweit sehr cool, muss ich sagen. Ja, es sind viele Dialoge. Ich finde es auch sehr cool gemacht. Oh, don't mind me. I just live here. Okay. Oh, F5 oder mehr F5. On your best behavior, I Was? trust? Ja. Oh, ja. Brauche ich jetzt noch Lateinübersetzung? Keine Ahnung. Mal gucken. Was? Tintenfass. Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint außer Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Ah, ja. Auskippen. Oh. Rücklassen. Ja, wenn man das alles selber noch vorlesen müsste. Messing. Das soll ein Spiegel sein? Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Ernsthaft? Sieht man auch nix. Na gut. Oh, ein Flakon. Ach da, Flakon. Kleiner Flakon. Ein rudimentäres Parfum aus Blumen und Öl enthält. Ah, ja.
Flakon. Mehr Flakon. Gut. Hm. Ah ja. Kosmetiktopf. Messinggefäß, das eine Art Puder fürs Make-up enthält. Aha. Okay. Boinki, boinki, boinki. Was? Nachricht. Ach, eine Nachricht unterm Kissen. Ach, hier kann ich aber nicht R machen. Guck. Scintilla für Sentius und Sentia, möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Was? Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Was? Ach, das war ja einfach. Okay. Wir haben die ohne Flachs jetzt, oder? Stehlen, was? Einfach so Geld stehlen? Nein, was? Ich weiß nicht. Oder? Nee. Diebstahl, um Gottes Willen, das wäre ja... Wenn das jemand, also... Hui. Haben wir ja gerade noch gehört von der goldenen Regel, ne? Sentias Tagebuch. Liebes Tagebuch. Hier können wir Lesemodus machen. Okay. Ach, da ist ein Scroll-Ding, Liebes Tagebuch. Heute schlug mein Vater vor, ich sollte Tagebuch schreiben, um mich abzulenken, während wir alle mit dem plötzlichen und schrecklichen Verschwinden meiner Schwester zu kämpfen haben. Als pflichtbewusste Tochter werde ich dem natürlich nachkommen. Die folgenden Seiten enthalten meine intimsten Geheimnisse. Ich weiß, dass ihr das lest, Vater. Bin vielleicht jung, aber haltet mich nicht für dumm. Wir haben alle das Recht auf unsere Geheimnisse, Sentia. Schlau. Gut. Büste. Brüste. Gut, da. Bis in den Bildschirm rein. Skulptur von Ares, dem griechischen Gott des Krieges. Bei den Römern als Mars bekannt. Ah ja. Hashtag Bildungsauftrag und so. Wenn das denn mal stimmt. Ich hoffe es einfach mal. Was haben wir hier? Nee, nicht stehlen. Keine Ahnung, ob wir uns dann alle verwandeln. Wahrscheinlich. Kuchen backen. Ausgezeichnet. Was für ein Kuchen? Ich will Kuchen. Jetzt will ich Kuchen. Alter, ich will Kuchen. Ich will Apfelkuchen. Mach Apfelkuchen. Alter, ich will jetzt so ein Stück Apfelkuchen mit viel Sahne. Ah. Oder Erdbeerkuchen. So, na gut. On your best behavior, I trust? Ja, immer. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt direkt melden. So, warmer Apfelkuchen, ja. Rausfinden, was in Scintilla passiert ist. Genau, durchsuchen haben wir gemacht. Sprich mit Sentia über Scintillas Fluchtplan. Ah, das können wir mal machen. Schokokuh. Ach, Mann, jetzt habe ich aber spontan Lust, ey. Völlig egal was. Von mir aus auch die Johannisbeeren. Jetzt vielleicht nicht mein absoluter Fave, aber... This place has become a thoroughfare. What have you discovered? Oh. Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem ihr Fluchtplan erwähnt wurde. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and Ja, never klar. saw that. I wonder how I could have missed it. Ah. Strange. Ah. Well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Scintilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Aha. Okay. Befrage was? Julia? Julia nach Scintillas Fluchtplan. Wohne er will nach Hinweisen. Gut.
Wo würde uns denn... Wo würde uns das Ding denn hinführen? Wir haben hier gerade keinen Punkt. Citizen? Hi, ach so, du bist hier. Es geht. Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Naja. Können wir darüber sprechen, wer die goldene Regel brechen wird? Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen zu meiner Untersuchung stellen zu können. Was ist eure Geschichte? Wisst ihr, wie man rauskommt? Die goldene Regel? Naja. Zu meiner Untersuchung. Ask then. Okay. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Ja, vielleicht noch nicht. Wir reden, wir gehen Thank erstmal you. ein bisschen. I'll be waiting here for news. Gut. Huch, da ist jemand Sport am machen. Und rumschrodeln. Wo kommen die goldenen Figuren hierher? Hä? Warum bist du hier? Seid ihr hier? So, wer bist du denn? Hi, Huch. Ha? What were you two talking about? Nee, also ich habe keine Ahnung, was du meinst. Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favors? What's your vote worth to him? Ist das hier dieser Gladiator, der irgendwie die Alternative ist für die Wahl oder was? Nee, der wird hier nicht einfach so abhängen, oder? Er hat nicht versucht, sich meine Stimme zu erkaufen. Wir haben nicht über die Wahl geredet. Geht so. Was ist es euch wert? What? You're throwing your lot in with him for free then? That's even worse. Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Ich habe noch keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, gut. Wir können Ärger. Die Wahl ist mir egal. Ja, eben. Irgendwie. Ich hatte nicht vor, hier so lange zu bleiben. Was ist das? Nicht daran gedacht, mich einzumischen. Aber es sieht nun anders aus. Nee, ich will keinen Ärger. Lass mich einfach in Ruhe. Good. Then stay out of it. Darf ich ein paar Fragen stellen? Can't hurt. Das weiß ich noch nicht. Was ist eure Geschichte? The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Ah ja. So. Ich würde gerne Malleolus treffen. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Wahrscheinlich, weil es einer ist. Why? Because I am a gladiator. That's why. Seid ihr nicht ansatzweise in der Nähe einer Arena? Ja, gut. Na gut. Wisst ihr, wie man hier When rauskommt? Malleolus wins the election, yeah? This place will change. You won't even want to leave. You'll see. Tolles Argument. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's gone on long enough. And Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Klingt toll. Kann ich irgendwie helfen? Wie will er das machen? Erzähl. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Just wait. Wait and see. Ja, toll. Warum könnt ihr es mir hier nicht jetzt sagen? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. So. Kann ich irgendwie helfen? Ich will eigentlich nicht helfen. Glaube ich eigentlich nicht. Old man Sentius got you already, did he? Well, I'm not talking to people in his faction. Comfortuare. Verpiss dich heißt das bestimmt. Ja, Mist. Shit. Wir versuchen es nochmal, oder? Osinculio mio. Wie bitte? Scheiße, er will wirklich nicht mehr mit uns reden, oder? Oh, jetzt brauchen wir Deidre. So.
Hm. 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 Römisch oder Latein, ja. Nun gut, ich kann hier aber... Aha, ist das die Villa hier nebenan? Kann ich hier überall rein oder was? Oh je. Ja, ich will überall rein. Worum ging es? Pass auf, hier, der sagt was zu uns. Warte mal. Os in Coolio Mio. Da, Os in Coolio Mio. Aha. Das heißt bestimmt, leck mich fett am Arsch. Oh, was ist das denn? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Ah, ja, oh, jetzt kann ich die Augen mal sehen. Irgendwie so, ja, da drin. Hm. Hm. Ja, ja, das da drin. Ja, warum? Nobody's told you about Hannibal. Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Ah. Funny accent. Huh. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Ah. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Ja, Anyway, klar. a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? Ja. So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Ah. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Okay. Was habt ihr getan? Well, any sane person would have done. I legged it out of there. Put a sign at the door to warn the others. So. Ah, tolle Geschichte, aber ich gehe dennoch da runter. Without a weapon? Well, it's your funeral. Ah, brauchen wir wirklich eine Waffe? Ah. Weiß nicht. Weiß ich nicht. Könnten natürlich speichern und mal da runtergehen, ja. Allerdings haben wir auch noch so einige andere. Oh, hier. Huch? Was? Kriechranken. Ach, Quatsch. Sowas von. Vielleicht könnte man hier hochklettern, wenn sie nur mein Gewicht tragen könnten. Aha, wir müssen erstmal Diät machen. Ah, alles klar. Tür verschlossen. Ah. So, so. Sie mein Gewicht tragen könnten. Mhm. Nun gut. Oder ist das vielleicht die Villa, wo wir hin wollten? Oh, ein bisschen duster. Aber ganz schick. Herd. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Ja. Nachricht an Octavia. Ein anonymer Freund von Octavia, möge der Herr euch segnen und bewahren. Es tut mir leid, dass ich es nicht riskieren konnte, dies mit euch persönlich zu besprechen, aber wenn ich recht habe, dann seid ihr ein Gläubiger wie ich. Vielleicht könnt ihr hier nicht offen beten, aber ihr solltet wissen, dass ihr nicht allein seid. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ihr einen Ort zum Beten braucht, gibt es einen besonderen Ort, der tief in den Höhlen hinter dem Theater auf euch wartet. Biegt an der ersten Abzweigung rechts ab, dann der zweiten wieder. Was? Wegbeschreibung zu einem geheimen Schrein. Tretet die Höhlen hinter dem Theater und biegt an der ersten und zweiten Gabelung je rechts ab. Ach, hier kann man wieder Lesemodus machen. Ha. Lassen. Okay, aber eine Quest kriegen wir da nicht raus.
Alles klar. Ja, vielen lieben Dank, Luke. Noch einen schönen Abend und gute Nacht. Träum fein und bis bald. Danke, danke. Ich werde es versuchen. Was? Ein Lararium. Mal hier für Lara beten. Ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich zum Schutz gebetet haben. Ah ja. Gut. Ja, ein bisschen windig hier. Oh, ich kann hier tatsächlich rum. Ach Quatsch. Das ist ja ein Ding. Ah ja. Cool. Wie komme ich wieder zurück hier? Ah. Gut. Da geht's noch nach oben. Gucken wir gleich. Was? Ein Tintenfass wieder? Okay. Auch ein Lira-Larum-Dings. 190 den an. Nee. Besser nicht, oder? Ach, und die Lara brauchen wir dann. Die kann dann für uns da hochklettern. Die ist nicht so schwer. Ah, die kann sowas. Jetzt macht das alles Sinn. Ah. Boah, ist aber schon ein bisschen geil hier, ey. Uff. Wobei, hier einfach so offen. Na gut. Voll Open Dings, Open Air. Münzbeutel. Warum wird uns hier alles, irgendwie will uns alles verführen zum Stehlen. Ganz komisch. Ich bin im Atrium. Das freut mich. Hier kann man sich hinchillen. Schöne Aussicht. Ah. Nicht schlecht. Gut. Ah, also sobald wir die Kneipe finden, wissen wir müssen alles stehlen, was wir kriegen können. Brauche eure Hilfe. Oh, vielleicht sollte ich mal irgendeine Quest aktivieren, die wir verfolgen können, oder? Ansonsten bin ich hier ein bisschen lost, glaube ich. Wie auch schon gesagt wurde. Bewohner der Villen nach Hinweisen. Ja, aber welche Villen? Oder irgendwo hier da auf der anderen... Ach, da auf der anderen Seite daneben wahrscheinlich. Oder? Warte mal. Mal gucken. Ave. Ave. Geht's hier überhaupt in eine andere Richtung? Weiß ich nicht. Wo geht's denn hier lang? Aha. Naja, aber brandgefährlich hier, ey. So. Die Vögel laut. Ave. Ja. Tja, schade. Also die Villa ist leer, die ist da. Da kommen wir nicht hin. Wer bist du denn? Ratius. What now? Ach so, das ist der. All right. Please keep an eye out for anything that might... Oh. Gut. Was haben wir hier noch so? Finde heraus, was Lucretia zu schaffen macht. Ja. Ein Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Wir aktivieren mal das. Mal gucken, ob... Ah ja, da was angezeigt wird. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Dann haben wir zumindest ein Ziel. Harvey. Was machst du hier, Harvey? Gut. Aha. Das ist der Apollon-Schrein. Gut. Der letzte Schrein im alten Rom. Wow. Schniepel. Alte... Wohl verschlossen. Ich habe nichts gemacht.
Okay. Keine Gegenstände. Ah. Medizinische Werkzeuge. Hier ist auch alles, da ist Wein ausgelaufen. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Was hat er mit dem barbarisch? Das ist Lucretia. Noch mehr Werkzeuge. Mörser und Stößel. Haben sich in den letzten Jahren 2000 nicht sehr verändert. Ja, gut. Kräuterstände. Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Okay. So. Hey. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. Ah. She was a good woman. Sollten wir nicht Julia auch noch befragen? Sicherlich. Und ist damit quasi bewiesen. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." Ah. There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Interesting. Kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututo and scratching his eyes out. Ah. Okay. Interessant. Ja, dann hätten wir das Geld, ne? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das so mit dem Stand von dunkelhäutigen Personen damals war. Keine Ahnung. Um den Daumen kümmern. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gefährliches Gerede. Tja, ich sag mal, wir versuchen, was zu tun. Ja. Und wir fragen mal weiter. Was ist eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Hier gelandet. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right.
So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. So. Flussufer. Oh. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Warum arbeitet ihr in einem Schrein? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Also, naja, wird schon nicht schaden, weiß ich nicht. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Wer denn? I really shouldn't say. No, He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Ist das etwa das Gebäude mit der Ranke da? Ja. Thanks, I suppose. Ja. Wir haben irgendwie an die Leute hier immer ähnliche Fragen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Hallo, Kadaver. Hallo. Jo, geht schon. Selbst. Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? A city without Naja, sin wahrscheinlich might nicht viel. sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Ja, ich höre ständig die Statuen flüstern. Sollten wir das sagen? Vielleicht ist das, was Nevia auch hatte. Naja, wir fragen mal. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Danke. Ja, erzählt mir mehr. Well, she Ach used so, to das- run the clinic.
She was a midwife, Okay, not a das physician. kennen Until wir. she suddenly lost all. This changes it. The last and then she's been. But I read one of. Das kennen wir. He's become so irritable. I just know Nevia. Ja, das Thanks. hatten wir. Hallo Emsa, guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Musst noch was tun. Alles klar, mach das so, mach das so. Ja, viele Dialoge soweit, aber ich finde es eigentlich sehr cool gemacht soweit. Mal gucken. Wenn wir über Julia sprechen, ja, die hier liegt. Lurk Online, alles klar. Sure. Alles klar. What do you want to know? Also, habt ihr gehört, dass sie etwas über eine Flucht gesagt hat? How did you know that? Yes, she did mutter something about the only way out. A few times, but nothing more than that, I'm afraid. Glaubt ihr, sie wurde vergiftet? Oder war es selbst verschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule. And so maybe it's best we don't discuss it. Na gut, wisst ihr, was für ein Gift sie genommen hat? Ja, scheinbar hatte sie ja eine Ahnung. Hemlock, I believe. Schierling, aha. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben wollte? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa. And they are quite secretive. In Ordnung, ja. Tatsächlich, die Villa von Malleolus. Lass uns über etwas Gladly. anderes reden, da haben wir aber nichts mehr. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Das ist nett, ich versuche es trotzdem zu vermeiden, nach dem, was ich gehört habe. Ja, und auch generell. So, also, für die Fans unter euch nochmal, ja, hier, Schniepel. Ja. May Apollo keep you Was? safe. Danke, ja. Gut. Na, es sieht aus wie dunkle Wolken, aber es sind eigentlich die Felsen. Kopf sieht irgendwie unnatürlich verdreht aus, finde ich. Oh, ja. Oh, doch. Lustig. So, was haben wir denn noch so? Erschlossen. Gott sei Dank. Bitte, was? Ich werde versuchen, euch zu führen. Was? Tippe auf X. Ach, Quatsch. Ist das so? Aber wohin? Was? Sollen wir das... Wollen wir das probieren? Oder ist das tatsächlich da, wo wir... Achso, wo wir hin sollen? Ja, das kann sein. Dann ist das so eine kleine Hilfestellung. Gut. Was haben wir jetzt überhaupt aktiviert hier? Ach so. Das gehört dazu hier. Versuche Decius zu überreden, das Silphiumharz auszuhändigen. Wir können ja mal... Ja, können wir mal gucken, wo das herkommen soll. Ja. Genau, gegen die Orientierungsprobleme. Ein Graffiti. Nichts stehlen, niemand verletzen, nicht... Wer immer das Schild hat, auf sich keine Chance, es fertigzustellen. Ha. Alter, das hier... Sag mal, wird's wirklich irgendwie duster? Taschen? Ich hab die Taschenlampe dabei. Alter, wenn uns jemand mit der Taschenlampe sieht, die werden doch bekloppt. Aha. Okay. Komm hier aber nicht durch, oder was? Aha, aha, aha. Ich muss unbedingt jemandem diese Taschenlampe zeigen. Mal gucken, was passiert. Das wird lustig.
Ah. So, und wenn ich jetzt hier entlang, ja, genau. Okay. Aha, ach ja, cool. Mhm. Ein, was? Prototyp. Sieht aus, als hätte jemand hart an dem Prototypen einer Seilrutsche gearbeitet. Ah, die Taschenlampe, ja. Hier, was steht da? Ein Gedicht. Ach so, guck mal, hier gibt es noch mehr. Ein Gedicht von Galerius. Mein Leben war kompliziert, wie die 7 Arbeiten des Herkules. Ein Weise, besiegt und versklavt, aber ich würde alles gerne wieder erleiden. Denn jeder Verlust, jede Wunde und jede Tragödie brachte mich zu euch. Strahlend wie Roms heilige Flamme, nährt eure helle Wärme meine Seele. Ich weiß, ich kann euch niemals berühren, nur um Vestas Flamme zu halten. Euch von Weitem zu beobachten und zu lieben, in eurem Strahlen zu baden, ist mir genug. Okay. Liebesgedicht an eine nicht näher spezifizierte Frau. Okay. Galerius? Horatius? Looking a bit troubled there. Oh, cool. Still no sign of Scintilla. And I haven't slept right in 3 weeks. Don't be too hard on yourself. Oh. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep thinking, what if there is something I can do? What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax, get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Cool. Archäologischer Einblick. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Wahrscheinlich wegen... Ach, hier ist die eine auch. Wegen unserer Spezialisierung. Können wir das jetzt lesen? Fermentierte Fischsoße, die als Würzmittel verwendet wird. Wer hier lebt, muss das Zeug lieben. Ah, cool. Nice. Römischer Schild. Oh ja, mitnehmen, oder? Antiker römischer Schild, bekannt als Scutum. Ja. Banner? Ein Legionärsbanner der ersten Legion Italica. Das gehört Metallica. Das gehört bestimmt Horatius. Oh ja, hier gibt es noch mehr von den Flaschen, deswegen. Den Namen. Kavalleriehelm. Antiker römischer Kavalleriehelm mit geschlossener Gesichtsmaske und Feder aus gefärbtem Pferdehaar. Galerius? You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Slept right in 3 weeks. Nice. Don't be too hard on yourself. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. What if there is something I can do? Ha. What if she's out there Ja, somewhere? das ist ja eure Geschichte. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Na gut. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie zu uns redet oder... They never do. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Braucht ihr Hilfe? Help me? You cannot help me. Das glaube ich auch. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Alter, creepy AF. Warum die wieder sich seltsam verhält? Ja.
Oh, scheiße. Allerdings, ich glaube, die weiß wirklich Dinge. Ich habe da so ein Gefühl. Haltet ihr von der goldenen Regel? The bloodless shadows. This is their punishment. Ah. Ich werde jetzt gehen. Newly arrived are ignorant of the road before them. Oh, scheiße. Ah. Ah. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Das ist voll cool, dass sie interagieren. Was? Achso, ja, das ist sehr nett. Sehr nett. Modellarena. Oh. Ein kleines hölzernes Modell einer Arena, möglicherweise die Arena von Verona, die im 1. Jahrhundert fertiggestellt wurde und heute noch in Betrieb ist. Ist das so? Cool. Dinar 69, nice. You, Tantalus, cannot catch the Ah, wo soll ich zuerst hin? Wir gehen mal in die Bar, oder? Ah, hier, guck. Käufer soll sich vorsehen. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you Vote can't for control. Malleolus for Yeah, a but free drink at my I keep tavern. thinking. What if there is something? Ah, ja. What if she's out there Ah, you're somewhere here. suffering, waiting I'm to be so found? glad you decided Sounds to like you're visit. torturing yourself. I'm Leave Aurelia, that for the gods. and Try to I hope I'm relax, not being get some too rest. forward, but Tomorrow's a new day. the moment I laid eyes on you, I suppose I you're right. was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Sieht ja eigentlich ganz nett aus so, aber dieses wilde Putzen, das lenkt mich total ab. Ja, huch. So, ihr seid so charmant wie schön. Schon auf? Nein, bitte macht weiter. Ja, komm, ich hoffe, sie fasst das als Kompliment auf. Ugh, coming on a bit strong, don't you think? Ja. Ah, ist ja halt auf mich losgegangen. I take back what I said. Oh. Suddenly, I don't find you so intriguing. Oh, scheiße. Just forget that ever happened, so Ach, we du can at meine least do Güte. business. So, what brings you to my tavern? Ja, habe ich sie jetzt falsch eingeschätzt. Huch. Ups. Ich dachte, das würde sie drauf anspringen. Anyway. Was ist dieses Putzen? Hör auf, leg das weg. leg das einfach weg. Was ist eure Geschichte? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. Ah, was ist jetzt los? Wisst ihr, wie man rauskommt? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Ach, wie ich aus der Stadt rauskomme. Das ist süß, aber im Ernst, kennt ihr einen Ausweg? Aus der Stadt rauskommen. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. Ist das so? I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 Denarii to you? Ich glaub dir kein Wort. Erzählt mir mehr über das, was ich kaufen würde. Den Weg hier raus kennt, warum hast du ihn noch nicht selbst benutzt? Die geht voll ab, oder? Voll ablenkend, ey. Uff. Das ist unfassbar. Er ist gleich durch. Becher. Ein Loch hinterher. Ist es nicht moralisch fragwürdig, all die Leute hier gefangen zu halten, wenn ihr den Ausweg kennt? Woher weiß ich, dass es sich nicht um einen Betrug handelt? Für im Moment nicht so viel Geld, das stimmt allerdings. Erzählt mir mehr. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu arrangieren, aber gut. Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Ich komme darauf nicht klar. Ist es mir moralisch I fragwürdig? think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. That's not unethical. That's just good business. Now, do you want it or not? Woher weiß ich, dass du mich nicht verkackerst? If I took your money without giving you what I promised, I'd be breaking the golden rule, wouldn't I? And I have no interest in doing that. Interessantes Argument. Ich habe im Moment aber nicht so viel Geld. Well, perhaps you could take out a loan. I understand Malleolus has lent money to others Ach, on was. occasion. Ist das so? Was haltet ihr von der goldenen Regel? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Okay, machen wir das so. Habt ihr interessante Gerüchte gehört? Oder Gerüche gerochen? Certainly. For 10 denarii. Alter, die macht einfach alles für Geld. Ich habe keine 10 Denari. How embarrassing for you. Das stimmt. Ich habe keinen 1000, ich habe auch keinen 10. Boah, die 10 könnten wir allerdings mal investieren eigentlich, oder? Was war das denn jetzt? Ich werde jetzt gehen. Alright. See ya. Ach, die Wahl beginnt. Oh. Ach, Quatsch. Na, der geht auf jeden Fall nicht. Das ist auch unsere Zielperson eigentlich auch. Moment, das muss ich mir mal angucken hier. Es ist Zeit. Ha. Komisch, oder? Heißt das, dass wir jetzt auch nichts mehr daran ändern können? Wenn wir das überhaupt gekonnt hätten. Ich gehe jetzt damit. Ich will wissen, was passiert. Okay. Wir gehen einfach alle dahin. Na, außer der eine da. Ich hoffe, der ist da jetzt nicht irgendwie kritisch verbuggt, dass er da irgendwie hin muss. Kritisch verbuggt. Aha. Okay. Das ist irgendwie cool. Ist das jetzt hier einfach so passiert? Der ist auch da. Vielleicht müssen wir den einen da ein bisschen anschieben. Dass er hier hinkommt. So, hier ist der. Oder? Und der ist auch da. Ding. Kommt noch einer? Citizens, Ah ja. we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus Sextus, direkt and gewählt. Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius, Malleolus. Dacius, Malleolus. Galerius, I abstain. I'm just here to observe. Virgil, Malleolus. Rufius, Malleolus. and finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, So. Hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, Das ist der Dude. I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve.
No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. Here and now? You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait. I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. Who? The many shall suffer for the sins of the one. Ah, lauft. Sentius zum Schreien. Was? Oh, scheiße. Okay, wo ist er denn hin? Da. Wie komme ich hier raus? Uah. Uäh. Und hier irgendwie... Ah, da. Okay. Krass. Hab schon ganz verdrängt, dass hier noch diese Mechanik kommen würde. Ja, wow! Oh shit. Ich war jetzt hier einfach so am Abchillen hier, weißt du? Bisschen die Story am genießen, Walking Simulator und so. Ich frage mich im Übrigen... ob wir überhaupt da gewesen... Oh, hier. Sentius, keine Gegenstände, wow. Ob wir da zwingend hätten sein müssen an dem Ort, wo jetzt alle hingegangen sind. Oder hätten die das auch ohne uns gemacht? Was? Berührt P? Was? Ah. Krass, okay. Da sind wir wieder da. Ha. Guck einer an. Ach, P, Screenshot, okay. Cool. Ach, da kann man voll rumfliegen. In dem Bildmodus. Ah, in einem gewissen Rahmen. Und nu, ja, mal gucken. Gehe erneut durch sein Portal. Sieht abgeschlossen läuft, ja. So, aber, ja, die Quests haben wir noch. Aha, das ist ja ein Ding. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Hey, lustig. Ohne Scheiß, ich habe das komplett verdrängt, dass das ja irgendwann noch irgendwie so eine Mechanik geben muss. Ich wollte da jetzt einfach erkunden. Ganz gechillt. Oh, einmal ist voll der Stress. Oh. Naja, ich bin Ochilius und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und ihr werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss jetzt gehen. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Ach Quatsch. Ach, was?
Okay, gib mir das Gerät. Warum eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber nimm dieses Gerät, das ich gebastelt habe. Ein rudimentärer Seilrutschenlenker aus Holz. Okay. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Wie er guckt. Ich werde jetzt... Alright, see you around. Gut. Uns diesen Gegenstand zu geben, hätte man vielleicht ein bisschen eleganter machen können, aber ich finde es ganz interessant. Bürgerverzeichnis, den ganzen Shit haben wir auch noch. Das ist cool. Okay, kann ich das hier auch irgendwie aktivieren? Nee. Das ist wirklich nur zum Angucken hier. Gut, und es ist im Moment nichts selektiert. Ja, da müssen wir mal überlegen. Ah, ist das so ein Quick-Travel-Ding oder was? Ah, wo geht's da lang? Und wie aktiviere ich das? Er hat bestimmt was dazu gesagt. Stand untersuchen. Ah, hier kann ich verwenden. Okay. Hier aber nicht, ja. Momentan. Na gut. Probieren wir den hier mal aus. Hui. Wow. Fortune smile on you, brother. Ja, guckst du, ne? Bin ich noch vor dir hier. Mal ganz kurz hier. Aha, die ist immer noch hier am Versperren. Mal kurz untersuchen hier. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Madeira Ist jetzt over a noch nicht so viel los. They follow their trades. Gut. Ja, krass. Krass. Ich will mal kurz hier mit dem Dude reden, oder überhaupt mit den Dudes. Mal gucken, wie jetzt die Gespräche aussehen. Keep an eye out for Scintilla, would you? Achso. Ja, okay. Er weiß scheinbar noch, was für eine Aufgabe er uns gegeben hat. What is it, citizen? So. All right. Das ist interessant. Das hier ist das, ne? Ja. Der vermutlich auch, oder? We're finally alone. I assume you already know. Ah, nee. May I know your name? Helios und wir hatten die Unterhaltung bereits. Yeah? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Ah. Is that about right? If so, what happened? Ah ja, ach guck. Ich konnte nicht verhindern, dass sie gebrochen wurde. Tja, ich habe sie gebrochen. Nö, ich bin unschuldig. Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you sought me out again for a reason? Ja, ich frage mich, ob jetzt unser dringlichstes Ziel sein sollte, die Wahl von dem Dingsbums zu verhindern, damit da nicht wieder das Upsi passiert, weil die Wahl, die kommt jetzt ja wahrscheinlich dann als nächstes, ne? Oder demnächst. Of course. What is it?
Und dann war das auch nicht zufällig, dass es so langsam Abend wurde. Das hat wirklich angezeigt, dass die Zeit fortgeschritten ist, oder? Aber dass es halt dunkel wurde. Genau. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Vergesst es, ich brauche mehr Zeit. Ja. Why then did you say... it doesn't matter. Looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Ich wollte mal gucken, was es hier noch so gibt. Geschichte, wie man hier rauskommt. Gut, aber das hatten wir ja Sextus schon. Sentius Imperiosus is my name. Though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization Das haben from wir the noch nicht gefragt, barbarians. oder? Ich glaube nicht. Tja, das ist eine gute Frage. Ja, es ist eine gute Frage. It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Warum tragt ihr das noch? Ich habe keine andere Kleidung. As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you. So it seemed prudent. My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Alle per Fluss angekommen. Ja. I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Ich frage mich halt, ob wir jetzt gleich sagen können, hier Malleolus hat Blödsinn gemacht und dann wird der irgendwie, keine Ahnung, verhaftet oder so und dann ist das zumindest schon mal irgendwie vom Tisch. Oder ob wir wirklich irgendwie anderweitig die Wahl verhindern müssen. Können wir ja gleich mal probieren. Very well. Wie man hier rauskommt. If I did, I'd have led these people out of here already. I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. Hinreichend. Das stimmt natürlich. Ja, eigentlich ist da ja bei der Wahl noch nicht wirklich was passiert. Ja, richtig. Richtig. Da hast du natürlich recht. Das, ja, eigentlich ist da vor Ort nicht wirklich was Konkretes passiert. Ja. Thank you. I'll be waiting here for news. Ah ja. Ah. Okay. Dann müssten wir eigentlich das hier verfolgen, oder? Es ist Wahltag und Malleolus hofft, Sentius als Magistrat abzulösen. Ich werde das irgendwie aufhalten müssen. Wegen Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen, irgendwelche dunklen Geheimnisse von Malleolus ausgraben und treffen. Ich aktiviere mal das da. Gucken, was passiert.
Ja, gut, wir haben einen Guide. Harvey. Harvey, ich gehe zuerst durch diese Tür, leck mich. So. Was? This way, ja. On your best behavior, I trust? Siggi. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying Jetzt to reden probe die me cool. into an argument, it won't work. I'm a stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling That's you lot cool. had something to do with Scintilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? Ha! As if I'll be afraid of you, little man. Ha. Nochmal mit ihm reden. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. So. Ja, ich schätze mal, die Sachen sind neu. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Ja, gut. Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Da frage ich mich, ob wir uns dann wiederum erstmal darum kümmern müssten. Naja, wir schauen mal. Ich muss mit Julia sprechen. She's not here. Ja, wo ist sie? Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Ah, Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. so. Ist dir etwas über das Verschwinden von Scintilla? Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. Ja, natürlich. Subtil. Aber ich denke, ich verstehe. Er verheimlicht etwas. Sollen wir ihm ein bisschen, Kannst du mal versuchen. You don't know Sturkus. Ihr wisst einen Sturkus. Ich möchte mal die Rüst treffen. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. Was denn? Sich was leisten? I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Ach, ja. Was wollt ihr? Dunno. Something good. Aha. Ist es nicht Sünde, Bestechungsgelder zu verlangen? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. So. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich finde einen anderen Weg hinein. Ich akzeptiere das mal. Mal Just gucken. make it good. Wegen des Tributs, den ihr wolltet. What have you got for me? If you set one foot in that villa without permission, I'll skin you alive, you pusillas semitarius mocus. Ja. Gut. Aha. Da guidet es uns hin. Echt? Da rein? Na gut, das ist wenig hilfreich. Oh. Wenn sie nur mein Gewicht tragen könnte. Tja, wir werden jetzt nicht auf einmal leichter werden, schätze ich. Gucken. Nun gut. Dunkle Geheimnisse ausgraben. Nun gut. Es stimmt. Müssen nur lang genug warten. Ja. Weißt du was? Ich aktiviere das hier nochmal. Wir gucken mal, ob wir Decius nochmal... Eigentlich wollten wir ja das machen.
die nochmal sprechen können. Isn't the great temple majestic? Wer bist du denn? Eine Ablenkung. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ah, Equitia. Ja. Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? Entschuldigung, was hätte ich tun sollen? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in Bitte high was? office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. Steht hier halt so So, rum. let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Ja, probieren wir das so. Probieren wir es. Ich meine, die steht hier einfach so rum. Sie hat Hallo gesagt. Okay. Ja. Seid ihr gelandet? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Ja. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Da, wo ich herkomme, hat er eine negative Konnotation, echt? Ach so, ja, stimmt. Hat er schon erwähnt, ne? Ja, die Karen-Witze, naja. Ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, nicht ungewöhnlich. Older. I see. I wonder if... No. Spuckt es auf. Was wolltet ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Ah. Ihr seid etwas zurückhaltend. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was weißt du davon? Mir ist eventuell bereits ein Muster aufgefallen. Ich werde vorsichtig sein. Was ist mit Livia passiert? Ich frag das mal. Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ich möchte das mit dem Muster Then ansprechen. what is it? Frage die Einwohner nach ihren Geschichten und mindestens 3 Gemeinsamkeiten. 3 Gemeinsamkeiten? Ah ja. Hier, genau. Ein Fluss erwähnt er. Ja, das ist auf jeden Fall. Manche sprachen von einem Fluss. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Tja, das ist bislang alles. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes,
You should ask the others first. Okay. Ja, lustig, dass du das sagst, Deidre, als wir noch in der Gegenwart... Was? Proof of a degenerate mind? Was? Als wir noch in der Gegenwart waren, da sind wir auch angeschwemmt worden über den Tiber, weil da war auch, waren wir in Italien offenbar, hat uns die Karen erzählt. Ah, ja. Naja, und jetzt sind wir örtlich ja irgendwie immer noch hier, aber zeitlich nicht mehr in der Gegenwart. Ja, wisst ihr, wie man hier rauskommt? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Haltet ihr von der goldenen Regel? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Warum nicht? Ich habe Zeit, wir probieren das mal. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now, the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately, the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately, the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test. But everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Nette Story. Vielleicht liegt es daran, dass die Götter euch jeden Moment töten können, weil ihr ihren Test nicht bestanden habt. Und sie müssen euch nicht einmal sagen, wie die Regeln lauten. Ich pinkel ihr mal nicht so ans Bein. Ich stimme mal zu. I'm pleased to hear it. Oh. Right. Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Ach, nur so. Wer darf fehlen? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Okay. Darf ich dann abstimmen? Die Frauen dürfen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain.
I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. So. Wie zum Beispiel? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Ha. Es ist jetzt ja sehr hilfreich. Ich dachte, jetzt kommt so Bribery, of course. Was ist eure Aufgabe während der Wahl? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Ankündigung, so. Kann ich einen anderen Kandidaten vorschlagen? Mich. You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Nun mit der Wahl beginnen. Können wir endlich beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Interessant. Ich will es einfach hinter mich bringen. Und alle anderen hier haben auf mich zu hören. Ich will nach Hause. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Interessant, dass wir das machen können. As you wish. Interessant. Lasst uns über etwas anderes reden. Ich habe die Leute gefragt, wie sie hierher gekommen sind. Achso, das war das Muster. Macht es Sinn, die Wahl vorziehen zu wollen? Naja gut, aber wir können auf jeden Fall. So, komme ich jetzt irgendwann mal bei Decius an, ey? Keeping an eye on things, Horatius? As always, priestess. Any news about Centilla, Navia, or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. But we do have a newcomer. Ach ja. Strangely dressed fella. Funny accent, too. A traveler from a faraway land, then? Seems that way. Then let's make sure he feels welcome, shall we? Of course, priestess. Das ist nett. Passt auch zu dem, was sie eben erzählte. Gut. Ja, und ich wollte auch gerade sagen, den haben wir ja vorhin in der Kneipe da gesehen. Aber da war es halt schon Abend, ne? Jetzt ist er hier noch am Arbeiten, nehme ich an. Ja, der Kabash, ne? Den Namen haben wir schon mal gehört. Aber sonst noch nicht viel. Ah, cool. Ach, hier ist dieses Harz. Ah, ja. Da kommt er auch schon an. Ja. Das Leiden behandelt Hey, wird. Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Virgil. Irgendwie niedlich. Was ist gerade wie einfach ein Bogen erhalten? Achso. Hallo. Oh Mann, ich wollte doch zu Decius. Jetzt muss ich mich mit dem hier unterhalten. Moment, das muss ich machen. Was macht der denn? Ach, der putzt. Das ist das Spiel der Ablenkung. Genau das Richtige für mich. Salve and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. So, was ist deine Geschichte? Oh. Well, I'm an architect. Well. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Das weiß ich nicht, aber irgendwie ist der schnucklig. Irgendwie ist er süß. Er erzählt mir etwas über die Geschichte der Stadt. Ja. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But
there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Aha. Okay. Ist nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden. Was bedeutet das? I'm not sure. It could mean that the Romans, who first started building here, were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Ich finde mir noch ein Portal nach noch weiter früher. Noch weiter früher. Die Architektur kann er uns doch bestimmt auch was, oder? Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Das ist ja toll. Sag mal, wird dieses Knistern vom Feuer immer lauter? Bestimmt brennt hier alles um uns herum und wir sind hier abgelenkt, weißt du, von Mr. Sunshine hier. Wenn sie Wasser in die Stadt bringen, können wir es zur Flucht nutzen. Hey, not so loud. Entschuldigung. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Okay. Ach, guck, herausfinden, wie wir obere Zisterne gelangt war. Ja. Jetzt sind wir vom Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. Now, of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Bestimmt hat da irgendjemand so wild geputzt hier an den Schildern wie er hier, weißt du? Und jetzt, das kann man da nicht mehr lesen, von wem der Tempel ist oder für wen der Tempel ist. Lass uns was. Of course. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ja, ich glaube. Schätze. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Wie stürzt man einen Gott? Gefährliches Gerede? Ja, verstehe. Stürzt man einen Good Gott? question. It's best if I say no more, but I hope you will give it some thought. So. Haben wir das hier noch nicht You wouldn't believe how often the new ones ask that question.
But I tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule. But once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Wahrscheinlich habe ich jetzt nur gedacht, dass wir es schon gefragt hätten, weil wegen dem hier Fluss und so, wir haben ja schon über die Flucht geredet indirekt. Ja, was meint ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Ah, okay, verstehe, ja. Mir ist das Graffiti aufgefallen. Was bedeutet das? Oh, it means someone thinks I'm a sinner. And that I'm going to break the golden rule. Warum würde das jemand denken? Ha? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ach ja, ach guck, ihr mögt Männer? Hey, nothing gets by you. Sorry, that was mean. Yes, I like men. When you grow up in the north, as I did, in the city of Novio Magus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Nacht, Kapi. Schlaf ganz fein. Träum was Schönes. Und bis baldig. Leid das zu hören. Fahrt fort. Ja, erzähl mehr. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Aha, Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Na ja, das regelt sich von selbst. Ich werde der Sache nachgehen. What? Ja. Really? Ja. I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. In Ordnung. Was? Befrage die Händler im Forum nach Hinweisen auf des heimlichen Verehrer. Wem werde ich eure Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Kann ich euch irgendwie umstimmen? Aha, hier haben wir einmal die Möglichkeit, danach zu fragen. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nice to talk to you. Nun gut. Sünder, aha. Ich weiß nicht, ob es nicht schon wieder dunkler wird. Können wir jetzt eventuell, ist das im Bereich des Möglichen, jetzt geh nicht weg. Jetzt. Salve,
way, stranger. Hi. And welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Sid Vicious? Was? Achso, Decius, ja. Ich brauche etwas Silphiumharz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Ah. Nee. Woher soll ich denn 1000 Denarii herkriegen? Ihr macht lebensrettende Medikamente fast unbezahlbar. Was stimmt nicht mit euch? Ein bisschen direkt. Wo soll ich das hernehmen? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Toll. Ja, ich frag mal so direkt. Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Habt ihr das gehört? Hear what? Dieses Flüstern. You sure you're feeling alright? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navier on our hands. Ja. Was ist mit Nevia passiert? Ja, also, ja, haben wir schon von gehört, aber gut. She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this Silphium or not? Tja. Wie wäre es, wenn ich es stattdessen einfach nehme? Wahrscheinlich wird er dann mit der Golden Rule kommen. Well, if you did that, you'd break the Golden Rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want? Nehmt es und lauft weg. Ah. Ist das, was ihr wollt? Wenn nicht, dann her damit sofort. Ist ihr nicht mit Sicherheit? Ich werde mein Glück versuchen. Ist das, was ihr wollt? Soll ich mal versuchen? Ich weiß nicht, ob das klappt. Wahrscheinlich ist es ihm einfach egal. Do you think I don't know a bluff when I see one? Nice try. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Wir fragen erstmal, weil stiehlt das Silphiumharz? Wenn er saufen ist. Vielleicht. Was ist eure Geschichte? You mean, how did I end up here? That is a lengthy tale. Dann erzähl. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave. Fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Ihr habt den Wagen gewählt, richtig? Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Aha. Tja. Also habt ihr sie schließlich doch mitgenommen. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Klingt, als hättet ihr bekommen, was ihr verdient habt. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Ach so. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Gut, dann wisst ihr, wie man hier rauskommt. I'm afraid not.
If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Ich weiß auch nicht, was ich von der halten soll. Oder von dir. Ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Oh yeah, gotta watch it. Ja. Old Dacius has got your back though. Ist auch so ein Blitzmerker irgendwie. Ja, von der goldenen Regel. It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Okay. Okay. Hat der Magistrat nicht ein Waffenverbot erlassen? Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Mal sehen, was ich tun kann. Thank you, friend. Mal gucken. Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? I don't, I'm afraid. But I did overhear Fabia telling Georgius she saw something. She was headed to the baths not long ago. Okay. Weg ins Bad. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Ich möchte, dass ihr Sentius wählt, ja. Not gonna happen. Very well. Das hat nicht so gut funktioniert. Na gut, was habe ich erwartet? Ja, mache ich. Okay, Fremder. War ein Versuch. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, war ein Versuch wert, aber es war ein Versuch, ja. Ich finde es aber irgendwie, also, ach doch, da ist er. Ich finde das schon cool. Ich kann mich irgendwie hier, das erinnert mich wirklich so an Eastshade. Ich kann mich irgendwie so reinstecken, so ein bisschen. Connecte irgendwie so mit den Leuten hier. Jeder ist so anders, jeder hat so eine Persönlichkeit irgendwie. Weiß nicht. Irgendwie mag ich das. Kleiner Hausschrein, den die alten Römer täglich um Schutz gebeten haben. Ja, das könnte man natürlich... Hier Tränen fließen durch die Stadt. Das könnte man halt probieren, die zu nehmen und dann zu rennen. Oder wir warten, bis die saufen sind und probieren es dann. Wobei, vielleicht müssen wir dann trotzdem rennen. Kann halt auch sein. Tja. Mal gucken. Ja, gut, also die wird auch angezeigt, die Flasche, ne? Sollen wir das halt probieren? Ach, eine Speicherung passiert. Huch! Was? Was? Fabian. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ich weiß, dann kommen hier wieder die goldenen Dudes und so. Ich werde mich drum kümmern. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wie? Ich habe keine Waffe. Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? Klar, wir reden jetzt erstmal ganz in Ruhe. Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Ach. You'll just have to improvise. Ja, okay. Ich werde mich darum kümmern. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Habt ihr das gehört? Hear what? Ich hörte eine Stimme, die flüsterte Nein. What? We don't have time for this. I have to go. Erstes, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, ja. The shrine is collapsing.
Fabia, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? Krass, auch wieder. Just collapsed on her. Auch wieder diese Interaktion. Why did you have to go in there? Poor sweet girl. Ja, deswegen. I can't believe she's dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Krass. Ja, hätten wir mal besser, ne? Aber wie dem auch sei, gut, vielleicht können wir es auch später machen, aber eigentlich habe ich jetzt ja diese Quest hier angenommen. Hi! Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen Quinctius. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. Tja, Verstanden. Thank you. Now tell me, who are you people? And what is this place? Wir sind nur eine kleine Gesellschaft von Fremden, die zufällig hier gelandet sind. Jetzt sprechen wir auf einmal für die Leute hier. Wir sind gerade angekommen, so weißt du. Naja, gut, inzwischen sind wir... Gut, irgendwie sind wir ein Teil von den Leuten. Ihr alle wurden hier irgendwie angeschwemmt. Warum nehmt ihr nicht diesen Bogen runter? Steckt ihn euch in den... und kommt rein, um euch selbst zu überzeugen. Von Fremden, die zufällig hier gelandet sind. Ja... A small community. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Hört euch, wir sind keine Kultisten. Von Kultisten haben wir schon gehört. Was für ein mysteriöser Kult. Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did, those days are numbered. Hört euch, wir sind keine You Kultisten. say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Ich habe noch nichts gemacht. Ich suche noch immer nach einem Ausweg. Wir halten es nicht geheim. Wir sind alle hier gefangen. Ha. Tja. Ich suche noch immer nach einem Ausweg. So you admit you're not allowed to leave? Können gehen, wenn wir wollen. Nun ja. Nun, ja. Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht. Es gibt keinen Weg hier raus. Ja. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Was? 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 Naja. Es ist kein Mantra, es ist eine Warnung. Ja, scheiße. Ich glaube, wir können nichts sagen, um ihn wirklich umzustimmen. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Ich habe keinen Schimmer.
Wir waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatue verwandelt wurden. Ja, okay, ja. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Wir haben sie nicht in Gold verwandelt. Das war ein Gott. Wir wissen aber nicht welcher. Ihr verdreht meine Worte. Zu direkt. Das war ein Gott, wir wissen aber nicht welcher. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. Nein! It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Weiß nicht, wer oder wo er ist. Das könnt ihr mir über Quintius erzählen. Es braucht es, dass ihr es endlich auf sich beruhen lasst. Gold, nehmt alles Gold, das ihr wollt. Es würde euch nicht helfen, selbst wenn ich wüsste, wer er ist. Was könnt ihr mir über Quintius erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Woher wisst ihr, dass er Rom in Brand gesetzt hat? Du weißt wohl kaum, dass er das getan hat. Vielleicht war der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock. Hilft das jetzt? Das ist offenbar hier unsere Specialty irgendwie. Ist das jetzt geil, das auf den Kaiser zu schieben quasi? Ich weiß nicht. Oder den Kaiser zu denunzieren. Wird's versuchen? Wollen wir es versuchen? Ich versuch's. Who are you to challenge Ja, what the eben. Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Ich weiß nicht, wer oder wo er ist. Das wird euch nicht helfen, das nutzt nichts. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Scheiße. Last word. Zum letzten Mal, ich bin kein Kultist. Ihr habt gesagt, ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. Ja. Gütiger Himmel, ihr seid dumm. Wenn ihr diesen Pfeil abfeuert, werden alle hier sterben. Keine Ahnung, was vor euch liegt. Ach so. Ihr habt gesagt, ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. And there's a simple explanation for that. I lied. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Kann ich ihm noch den Bogen abnehmen oder so? Nee. Weiß ich nicht. Scheiße, okay. Krass. Kann ich jetzt noch die Flasche mitnehmen? Gegenstand stehlen, zack. So. Kann ich hier irgendwie einen Bogen mitnehmen? Kann ich das hier benutzen? Ich laufe da einfach hin. Oh mein Gott, es wird dunkel. Oh. Haben wir das noch mitgenommen, oder? Das war jetzt vielleicht... Ich meine, ansonsten hätten wir halt wieder nochmal Stress bekommen. Wenigstens das erledigt. Aber den Bogen... ob der Bogen da jetzt einfach liegt? Vielleicht?
Krass, krass, krass. Das würde ich gerne noch kurz gucken, glaube ich. Gut. Hi. Salve, friend. Ich bin Orchilius und ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Ach, das ist aber sehr nett. Im Ernst jetzt. Also, Junge, welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Es ist also 65 CE. Das hilft mir nicht. Ist das vor oder nach Christi Geburt? CE? Ach, das ist lustig. No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here and we'll all get along just fine. Das ist lustig, ey. Nee, macht euch keine Sorgen. Alright, friend, suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. See you around. Alter, Alter, ey. Echt cool. Haben wir das? Ja, hier. So, ich gehe noch mal ganz kurz da in die Ecke gucken, wo der Bogenschütze war. Der Arsch. Und dann machen wir Feierabend für heute. Aber sehr, sehr cool. Ach nee, nicht du schon wieder. A man arrived in the baths. A real nasty sort. Ach nee. His face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ja, ich frage mich, also zunächst mal nach die Ajani. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein natürlich wieder. Und ja, ich mache auch gleich Feierabend. Ich nehme diese Quest vielleicht noch kurz an. Vielleicht können wir dann ja auch das nächste Mal das benutzen, dass wir schon mal mit ihm gesprochen haben. Und das irgendwie gegen ihn verwenden oder so. Mal gucken. Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there. Somewhere. I have to hide. So. Find me in this empty shrine when it's over. Können wir das verhindern hier? Das ist meine... Geht dort nicht hinein. What? Why? Vertraut mir einfach. Alright, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. So. Stürzt das jetzt noch ein und die sieht das? Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Warnung. Ah, hier, guck. Schrein kann jeden Moment einstürzen. Das ist ja direkt. Ja. Okay. Speichern und probieren. Ist auch noch Räume. Ja, wir haben noch einiges zu erkunden, denke ich. Alles klar. Ja, dir auch schon mal. Shalvey. Nach die Deidre. Ich chill mich jetzt hier irgendwo hin. Weiß ich nicht. Hier. Irgendwo. Ist eigentlich egal, schätze ich. Speichern. Kann ich auch nochmal irgendwie hier so regulär neuer Speicherstand. Ist das irgendwie unterschiedlich? Mal gucken. Okay. Ich glaube, das ist egal. Ah, hier, Auto. Und das sind manuelle. Okay. Sehr gut.
Stadt, Stadt, Stadt. Ich frage mich, ob es dann noch irgendwelche andere Orte geben wird. Verlassen. Zack. Sehr gut. Spiel könnte dauern, ja. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Flop. Nee, aber also gefällt mir. Irgendwie kann ich mich in die Gegend und so in die Dialoge ganz gut reinstecken. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht, ey. Sehr gut. Das klingt gut. Flop. Ah, ja. War das doch ein ganz erfolgreicher Abend. Ein kleines Problem, siehst du, dass wir das nächste Mal wieder alles vergessen haben werden. Ja, wahrscheinlich. Aber dafür habe ich ja euch. Ja, eben. Oh Gott, wenn Lilith das schon sagt. Ich habe mich jetzt auf dich verlassen, ne? Ich hoffe, das ist klar. Ich habe jetzt nicht versucht, mir irgendwas zu merken. Ich dachte, du führst Buch. Ach ja. Ja, toll. Da verlässt man sich einmal. Einmal. So. Hier, guck dir den Titel an. Vergesslichkeit Deluxe Edition. Der Name ist Programm. So. OCHI-Zuschlag. Oh, ganz schlimm. Warte, wir gucken mal. How long to beat? Oh, bestimmt ganz schlimm. Forgotten City. 5 Stunden nur? 5 Stunden. Completion ist 10 Stunden. Gar nicht so lang. Okay. Ja. Aha. Gut, ich meine, wir diskutieren dann immer noch und mutmaßen und bla. Deswegen bestimmt. So 400 Stunden kann man schon rechnen, denke ich. Ja. Gute Nacht, Kadaver. Nachti. Träum feinig. Da, die John D. Fool Musik wieder. Die darf ich leider nicht als Endscreen-Musik benutzen, weil Copyright John und so, glaube ich. Gut. End. Ja. Ja, es stimmt. Manchmal nicht ganz so eindeutig. Manchmal schon. Manchmal, ich habe an 2 Stellen mindestens irgendwie sowas gehabt, was ich gerne sagen würde. Aber der letzte Halbsatz, dem habe ich dann nicht zugestimmt. Ich habe das dann trotzdem genommen und dann war Kacke. Aber naja, gut, egal. Ist halt so. Irgendwie muss man da halt Kompromisse finden. Tja. Und das Schlimme ist, dann müssen wir es natürlich mindestens 10 Mal durchspielen, um alle Enden zu finden. Wahrscheinlich auch noch. Ja. Naja. Gut. Jetzt aber erstmal Feierabend. Jetzt gibt's erstmal... Es gibt mehrere Enden. Ich glaube schon, oder? Hatten wir das nicht irgendwo gehört? Gelesen? Gedingst? Hieß das nicht am Anfang irgendwie so? Als wir ein neues Spiel gestartet haben? Gotham City. How many endings? Ich will nur die Anzahl wissen. All endings and how to get them. Okay, mehr will ich nicht wissen. Es gibt mehrere Enden. Ja. Puh. Dass der Kuchen fertig ist. Ah, Mann.
Ich will Kuchen. Ich habe wirklich abartig doll Lust auf Kuchen. Ich glaube, ich muss mir morgen irgendeinen Kuchen holen. Sich Kabi fragt nach einem Rezept. Oder Tom. Dann piekst du rein und der Kuchen einfach so. Nur so platt. Gut, ich glaube, bei Kuchen ist das nicht so kritisch wie bei anderen Speisen oder Teigen, oder? So ein Hefeteig. Ja. Ich mache da einfach eine Kombination aus beiden. Naja, mal gucken. Juti. Ja, dann vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Träumt nicht so viel von irgendwelchen Goldstatuen, die euch mit Pfeilen abschießen wollen. Nicht machen. Auf keinen Fall. Ja, nicht dran denken. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Tja, ja. Ja, das was Lilith sagt. Gute Nacht, gern geschehen. Bis demnächst. Gehabt euch wohl. Macht es gut. Und tschüss. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.